Hi, Sunny hier und willkommen zum neuen Video von mir. Heute geht es um das Thema Scheibenwischer. Eigentlich nichts Besonderes, aber ich zeige euch mal, wie das beim Golf 7 gewechselt wird. Dafür habe ich mir die von Bosch bestellt, von Amazon. Ja, die ganz normalen, falls ihr hier die Nummern braucht. Ich werde es aber noch mal in der Nummer hier verlinken. Da haben wir die Nummer 863S und für hinten haben wir den 282H. Erstausrüsterqualität, das heißt, da macht ihr nichts mit falsch. So, nochmal ein kurzes Thema, und zwar, ich habe gesehen, dass viele meiner Videoklicks nicht von Abonnenten sind, sprich einfach nur von Menschen ohne Abos. Ich würde euch darum bitten, wenn euch die Videos gefallen, ein Abo bei mir dazulassen, kostenlos natürlich. Das heißt einfach nur, ihr kriegt eine Benachrichtigung, wenn ich ein Video hochlade. Und was bringt das Ganze? Ab 1000 Abonnenten kann ich zum Beispiel Livestreams von mobilen Geräten starten. Und vorher geht das leider halt nicht. Natürlich, ich muss auch ehrlich gesagt sagen, fairerweise kann ich ab da auch ein bisschen Geld für das Video verdienen, für die Werbung, die eingeblendet wird, was aber bei 1000 Abonnenten, wie gesagt, nicht viel ist. Dennoch würde mich ein Abo darüber freuen. Falls ihr irgendwelche Themen habt, ab damit in die Kommentare. Wir gehen jetzt zum Wischerwechsel. Ich habe die Scheibenwischer hier nicht einfach so anheben können, weil die durch die Motorhaube quasi gestört sind. Müssten wir einmal in den Innenraum Position zu bringen. Einmal den Schlüssel rein, Zündung einschalten, ausschalten, abziehen und den nach unten drücken. Und dann sehen wir, bleiben die Wischer in dieser Position hier stehen. Und jetzt können wir ganz normal unsere Wischer wechseln. So, wir haben hier so einen kleinen Knopf, den wir eindrücken können. Und danach können wir den Wischer, jetzt ist das mit einer Hand ein bisschen schwer. Danach können wir auf jeden Fall den Wischer so mit abziehen. So, einmal hier drauf drücken und abziehen das Ganze. Das war es auch schon. Also der ist quasi nur reingeschoben. Genau. So, dann haben wir logischerweise zwei Größen. Einmal die längere Seite, die kommt auf die Fahrerseite, und die kürzere kommt dann auf die Beifahrerseite. Selbes Spiel wie gerade eben. Wieder hier sehen wir diesen Knopf, den wir eindrücken können. Und dann führen wir das Ganze hier nur ein. So, man hört es dann auch einklicken, danach nur noch den Scheibenwischer wieder runtersetzen. Jetzt müssen wir nur noch wieder den Wahlhebel betätigen und schon ist der Wischer wieder unten. Schlüssel rein, Zündung einschalten und einmal kurz den Wischer betätigen und fertig. So, selbes Spiel wie gerade eben. Anheben. Den Knopf einmal eindrücken und rausziehen. Total süß, der kleine Wischer. So, dann auch einmal den neuen. Der hat jetzt hier auch Bosch draufstehen. Der andere hatte das irgendwie nicht draufstehen. So, das war's schon. So, und das war's auch schon mit den Scheibenwischerwechsel. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Schwer ist es nicht, aber die meisten wissen halt nicht, wie das mit dieser Standfunktion funktioniert. Und schwer ist es auch nicht. Und günstig ist es auch. Von daher, wie gesagt, gerade jetzt im Winter, ich persönlich hasse es, wenn Scheibenwischer anfangen zu schlieren. Deswegen fand ich, für 23 € vorne und hinten das ganze Set kann man nichts falsch machen. Ich verlinke euch das Ganze nochmal unten in der Beschreibung. Vergesst nicht, ein Abo dazulassen, einen Daumen nach oben, wenn euch das Ganze gefallen hat. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.